Hallo und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Effi Steiner-Böhm und wir sind hier bei mir im Atelier. Ich zeige euch heute, wie man so einen grünen Apfel mit den 3 Grundfarben und Weiß so malen kann, dass er aussieht wie echt. Wir malen heute einen Apfel, und zwar so, wie ihr den im Buch abgebildet seht, einen grünen Apfel. Den habe ich hier als Vorlage. Dazu brauchen wir ein bisschen stärkeren Karton, damit es nicht durchweicht. Wir brauchen Acrylfarben, und zwar die 3 Grundfarben, Gelb, Rot und Blau. Und Weiß dazu, dann natürlich Wasser zum Auswaschen und Küchenpapier. Und wir brauchen 2 Pinsel, einen Borstenpinsel für den groben Farbauftrag und einen feinen Haarpinsel für die Feinheiten. Und natürlich einen Bleistift jetzt zum Vorzeichnen. Ich zeige euch ganz kurz das Wichtigste, was ihr über das Zeichnen wissen müsst. Der Apfel ist ganz einfach zu zeichnen, der ist nichts anderes als eine Kugel und aus der Kugel wächst oben der Stiel raus und unten so der Butzen. Und ganz egal, ob ihr den jetzt so zeichnet oder so zeichnet, das Prinzip ist das gleiche. Wenn ihr den von der Seite seht, dann ist es eine Kugel und dann haben wir hier so eine Vertiefung, aus der wächst der Stiel raus. Unten ist da der Butzen. Und diese Vertiefung, wenn er meinem Bleistift jetzt folgt, dann ist doch das wie so eine kleine Welle. Und diese kleine Welle ist ein Stück unterhalb von dem oberen Rand. Das heißt, wenn ich meinen Apfel vorzeichne, dann ist der eine Kugel, der vielleicht unten ein bisschen spitziger ist und oben kann er so ein bisschen eingedeilt sein. Und dann habe ich hier oben ein Stück unterhalb vom Rand, habe ich wie so eine kleine Welle und aus der wächst der Stiel raus. Ja, das kann ein langer Stiel sein, ein kurzer Stiel sein. Ich mache ihn jetzt einfach mal so, ist egal. Wenn ihr den umdrehen würdet, wäre hier einfach so der Apfelbutzen, aber auch hier würdet ihr diese Welle sehen. Dann ist noch wichtig zu beachten, diese Strichführung, die ihr hier so ein bisschen an den Dunkelheiten vom Apfel seht, die ist auch ganz wichtig bei der Pinselführung am Apfel, weil die nämlich so verläuft, wie wir das bei der Zwiebel beim Zeichnen gelernt haben. Da vorne ist sie gerade, hier biegt sie sich, hier noch mehr und da verschwindet sie am Rand. Da, wo die Welle aufhört, verschwindet diese Linie am Rand und da wird sie wieder enger. Und von oben geht in die Vertiefung rein, ich zeige euch das nochmal, in die Vertiefung rein, gehen diese Linien auch nochmal. Die in der Mitte ist gerade, die biegt sich ein bisschen, noch mehr und da ist es genauso. Und es ist hier ähnlich wie bei der Zwiebel, wenn ihr dann bei der Strichführung das richtig macht, dann habt ihr schon einen großen Teil der Aufgabe bewältigt. So, ich lege meinen Apfel jetzt weg. Wie gesagt, ihr seht die Vorlage jetzt unten links im Bild eingeblendet. Ich mache das mal ein bisschen auf die Seite, dass wir mehr Platz haben. So, wir beginnen mit der Lichtseite. Das ist in dem Fall, ist es diese Seite. Und wir haben den Schatten ungefähr so in diesem Bereich. Und in der Lichtseite nimmt man im Normalfall immer die warmen Farben, das sind Gelb und Rot. Und wenn wir jetzt natürlich Grün brauchen, dann brauchen wir ein sehr warmes Grün mit sehr viel Gelb. Das heißt, wir fangen jetzt mit Gelb an. Wir geben uns so ein kleines Stück in die Mitte. Und jetzt aufpassen, ihr dürft von dem Blau am Anfang nur ganz wenig dazugeben. Also wirklich nur so ganz eine kleine Spitze voll, weil dunkle Farben sehr, sehr schnell die hellen Farben dunkel machen. Und da muss man ganz arg aufpassen, dass man am Anfang nicht schon zu dunkel wird.
So, und mit diesem warmen, hellen Grün fange ich jetzt mal auf der Lichtseite an zu malen. Hoppla, sorry. Habe ich nicht gut genug gemischt. Macht aber nichts. Kann man auf dem Papier auch immer noch mischen. Merkt ihr schon, ne? Kann man drüber malen. Passiert gar nichts. Okay, jetzt habe ich mal so ein bisschen helles Grün aufgebracht. Jetzt ist es so, dass im Apfel, da in der Vertiefung, da ist es auch nochmal so hell wie auf der Seite. Das heißt, ich fange da auch mit meinem ganz hellen Grün an und trage die Farbe auf. Und jetzt gebe ich ein bisschen mehr Blau dazu, dass das Ganze jetzt schon ein bisschen dunkler wird. Und wie wir es beim Zeichnen auch gelernt haben, werde ich jetzt Schritt für Schritt auf der Kugel ein bisschen dunkler. Und auch da kann man jetzt ruhig über den Stiel drüber malen, das macht nichts. Werde ich ein bisschen dunkler. Und dann gebe ich noch mehr Blau dazu. Und hinten, das haben wir auch beim Zeichnen schon gelernt, wo das Licht wieder rumkommt um die Kugel, da werde ich wieder ein kleines bisschen heller. Nicht so viel vielleicht, ein kleines bisschen heller wieder werden. Und auch unten, wo das Weiß vom Papier reflektiert, darf die Kugel ruhig wieder ein bisschen heller werden. So, jetzt habe ich mal ganz grob Licht und Schatten auf der Kugel aufgebracht und bis das jetzt trocknet, weil wir müssen da jetzt nochmal drüber malen, kümmern wir uns mal um den Schatten. Und zwar stelle ich die dunkle Farbe auch aus den 3 Grundfarben her. Da brauche ich aber jetzt ein bisschen mehr Blau und ein kleines bisschen Rot und ein kleines bisschen Gelb. Und ihr seht schon, das wird so richtig schönes Schwarz. Ich gebe das Glas mal ein bisschen weg, dass man es besser sieht. Dieses Schwarz brauche ich jetzt direkt unter der Kugel. Und dann gebe ich ein bisschen Weiß dazu, weil ja der Schatten sehr schnell heller wird, ne? Und auch hier wische ich das so ein bisschen in das Dunkle rein. Und dann natürlich noch mehr Weiß. Und dann geht es über in das Weiß vom Tisch. So, jetzt habe ich auch hier die Hauptfarbe aufgebracht. Jetzt muss ich meinen Pinsel gut auswaschen, damit möglichst keine Farbreste drin bleiben. Und ich mache das, indem ich den vorsichtig im Wasser ein bisschen abstreife und dann ganz fest am Küchentuch so abwische. Und zwar immer von hinten nach vorne, damit die Spitze vorne nicht spreißelt.
So, die erste Schicht von meinem Apfel müsste jetzt eigentlich trocken sein. Das heißt, ich kann da jetzt wieder drüber malen. Ich mische mir wieder ein sehr helles Grün. Und kann da jetzt nochmal ein bisschen korrigieren. Und ihr seht schon, beim Malen folge ich immer dieser Strichführung auf dem Apfel. So wie wir das beim Zeichnen gelernt haben. Und das Gute beim Acryl ist, dass ihr immer und immer wieder drüber malen könnt. Also wenn euch die Farbe nicht gefällt, wenn irgendwas nicht so geworden ist, wie ihr das gedacht habt, macht überhaupt nichts. Ihr könnt das immer wieder korrigieren. Da der dunkle Fleck, der ärgert mich. So. Dann da auch nochmal ein bisschen heller. Ja, und jetzt wollen wir, dass diese Lichtseite noch heller wird und dazu brauchen wir jetzt ein bisschen Weiß. Und mit Weiß ist es so, Weiß macht die Farbe kalt und kalt ist eigentlich eine Schattenfarbe. Deswegen müsst ihr da sehr aufpassen, dass er mit dem Weiß immer sehr vorsichtig bleibt. Also erstmal ganz vorsichtig anfangen. Und dann wirklich nur an ein paar Stellen, wo der Apfel da tatsächlich, wo diese Lichter auf dem Apfel sind, nur da ein bisschen so dieses ganz helle Grün jetzt reintupfen. Okay, da kann man vielleicht am Rand noch ein bisschen sauberer arbeiten, sehe ich gerade. Und ihr seht, ich arbeite wirklich nur mit den 3 Grundfarben. Das ist auch völlig ausreichend. Ja, und jetzt brauche ich noch für die Feinheiten den Haarpinsel, weil da ist der Borstenpinsel ganz einfach zu grob. Ich brauche jetzt nochmal eine sehr dunkle Farbe für den Stiel. Da mische ich mir wieder aus viel Blau und Rot und ganz wenig Gelb. So eine bräunliche Farbe. Müsst ihr einfach so lange probieren, bis das so ist, wie ihr das wollt. Na. So. Und dann könnt ihr mit der Farbe erstmal den Stiel malen. Und dann, ich gebe da jetzt noch ein bisschen von der Apfelfarbe dazu, mit so einem dunkelgrün, also mit dem sehr dunklen Grün, ein bisschen mit dem Braun gemischt, verstärke ich jetzt ganz vorsichtig hier diese Vertiefung. Das ist fast zu braun, ein bisschen mehr Grün. Da kann man ein bisschen dunkler werden jetzt.
Und dann kann man natürlich jetzt auf dem Apfel mit diesem dunklen Grün, kann ruhig auch ein bisschen dann von dem Rot dabei sein, ein bisschen braun. Versuche ich jetzt so ein bisschen diese Strichführung auf dem Apfel nochmal anzudeuten. Aber nicht übertreiben, soll wirklich nur ganz leicht sein. Ups. Das sollte nicht passieren. Gut, dann können wir mit der gleichen Farbe nach unten nochmal ein bisschen den Schatten korrigieren. Hier dann wieder ein bisschen Weiß zugeben. Und ihr seht, wenn der Schatten nicht unbedingt immer die gleiche Farbe hat, also das macht überhaupt nichts aus, der kann ruhig so verschiedene Farbtönungen haben, weil ein gemaltes Bild soll ja kein Foto sein, sondern das soll einen gefühlsmäßigen Eindruck von dem Bild wiedergeben. Und deswegen kann man da ruhig auch andere Farben mit reinmischen, das muss nicht alles gleich sein. Lichtseite nochmal ein bisschen heller werden vielleicht. Okay, und jetzt zum Schluss noch auf dem Apfel, auf dem Stiel nochmal ein bisschen so Lichter setzen. Hier nochmal kann man ein bisschen Lichter setzen. Und so lange, bis ihr halt zufrieden seid, bis ihr sagt, okay, das ist jetzt ungefähr so, wie ich den Apfel sehe. Ja, fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder, wenn wir dann als nächstes ein Stillleben mit mehreren kugelförmigen Gegenständen malen. Bis dann!